Ach, dieses Fließbild hier schon wieder. Hier noch ein Sensor rein. Mache ich das Ventil hin? Und dann muss ich das auch noch alles dokumentieren. Warte mal. Hey Anton, was ist denn los? Hier, ich arbeite doch gerade an dieser modularen Dosierer-Applikation. Ja. Wollen wir uns damit nicht einfach mal so einen schönen Aperol mixen? Hey, das ist eine super Idee. Ich hol mal kurz die anderen. Hey Leute, kurze Teambesprechung. Sehr schön. Hier seht ihr schon mal den groben Aufbau des Demonstrators. So, was brauchen wir denn für unser Vorhaben? Für einen klassischen Aperol Spritz benötigen wir Sekt, Aperol und Soda. Diese Zutaten wollen wir durch 3 Functional Equipment Assemblies, kurz FEAs, bereitstellen. Diese modularen Funktionseinheiten liefern uns den Prozessbaustein Dosieren, wodurch wir dann unsere Flüssigkeiten im richtigen Verhältnis in das Glas bekommen. Okay, und was ist, wenn ich mir jetzt einen Aperol Berry Spritz mit einem Schuss Sirup mischen möchte? Das Coole ist, mit dem modularen Ansatz ist das natürlich kein Problem. Wir können die Dosierfäher nach Belieben duplizieren und dadurch beliebig viele Flüssigkeiten dosieren. Schauen wir uns doch mal so eine einzelne Fähr im Detail an. Jede Fähr besteht aus einem tragenden Aluminiumgerüst mit einem Glaskolben als Flüssigkeitstank. Ein Füllstandssensor schützt vor Leerlauf. Darunter sitzt ein Durchflussventil und ganz unten haben wir noch einen Durchflusssensor. Und alles ist miteinander verbunden über Schläuche und Kabel. Die Steuerung im Schaltschrank kommuniziert mit dem Ventil und den Sensoren und die Bedienung von außen erfolgt dann per MTP, also Module Type Package. Also 3 FEAs zusammen ergeben dann eine Aperol Spritz Dosierapplikation? Ganz genau. Die 3 FEAs sind dann quasi unsere Basisbausteine, die wir dann in eine modulare Prozesseinheit integrieren, also eine Process Equipment Assembly oder kurz PEA. Später dann angesteuert über ein einzelnes MTP. Ah, perfekt. Dann lass es uns angehen. Gut, die Komponenten sind bereits da. Das Team ist schon im Aufbau. Lasst uns da mal vorbeischauen. Hey Fares, wie läuft der Aufbau? Ja, hi Paula. Wir haben gerade alles ausgepackt und wir legen gleich los. Da siehst du hier so die Schläuche, ein Ventil und den Glaskolben. Ah, und so sieht das Endergebnis dann später aus? Ja, genau. Wir haben das mit einem 3D-Drucker erstellt, um einen ersten Eindruck zu gewinnen, wie das Modul am Ende aussieht. Und nach diesem Modell fertigen wir die Dosierapplikation. Dann an. Ach so, okay. Na dann, ich sehe, ihr habt einen Plan. Dann will ich euch auch gar nicht weiter stören und wünsche euch einen schönen Aufbau. Alles klar. Danke. Ja, wie wir sehen, ist der Anfang gemacht. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal rüber zu Lukas und schauen uns an, was es mit diesem MTP auf sich hat. Hey Lukas, Hi. kannst du mir das nochmal erklären mit dem MTP? Inwieweit hilft mir das jetzt in meiner Dosierapplikation? Ja, also mit dem MTP beschreiben wir unsere Dosierapplikation und damit beschreiben wir, welche Funktionen du zur Verfügung hast am Ende. Kannst du dir das ein bisschen vorstellen wie mit einem Druckertreiber. Den installierst du auf deinem Computer, egal welches Betriebssystem. Und danach kannst du direkt deinen Drucker in Betrieb nehmen, drucken. Welche Funktionen werden denn bei uns bereitgestellt? Wir können uns das so vorstellen, wir haben diese 3 Flüssigkeitsvorlagen, jede einzelne dosiert einfach ihren Teil zu und diese gesamte Applikation, die stellt dann eben die Funktion Misch Aperol bereit. Okay, also diese MTP-Datei ist essentiell. Wie wird sie denn erstellt?
Ja, das machen wir am Anfang rein konzeptionell. Wir müssen uns überlegen, wie sehen die Dienste aus, wie soll das Bedienbild aussehen. Und dann fangen wir an, das mit unserer MTP-Engine zu modellieren. Und so können wir dann am Ende die MTP-Datei erstellen mit Hilfe unserer MTP-Engine. Sehr schön. Danke, Lukas, für die Erklärung. Ich freue mich schon, das MTP dann in Aktion zu sehen. Ich mich auch. Danke dir. Oh, wie ich sehe, sind die Sensoren und die Ventile schon verbaut. Ja, und hier mit der Steuerung. Ich frage mich gerade, wie die einzelnen Bauteile jetzt überhaupt miteinander kommunizieren. So eine Treiberdatei ist ja schön und gut, aber irgendeine interne Logik muss es ja schon geben. Ich glaube, ich frage da mal Georg. Der kann mir das bestimmt erklären. Hey Georg, du bist doch für die Implementation der Kommunikation verantwortlich. Was machst du da eigentlich? Naja, ich kümmere mich darum, dass die Aktoren und Sensoren ausgelesen werden. Und des Weiteren muss ich dann auch den Steuerungscode schreiben, um die Daten dann zu verarbeiten und die Aktoren anzusteuern. Also beispielsweise wird beim Starten des Dienstes zum Mischen von Aperol das jeweilige Ventil der entsprechenden Zutat geöffnet und beim Erreichen einer gewissen Füllmenge wieder geschlossen. Umgesetzt bekomme ich das Ganze mit unserer in C++ geschriebenen Softwarebibliothek, der Control Engine. Die Implementierung läuft dann auf den Steuerungen der Dosierfährs. Ein Leitsystem verbindet sich daraufhin mit den Steuerungen und tauscht die Informationen und Befehle aus. Aber ist es nicht sehr aufwendig, das für alle Aktoren und Sensoren durchzuführen? Ja, das stimmt schon. Wenn die Steuerungen aber erst einmal fertig sind, dann kann die Software für jede baugleiche Dosierapplikation angewandt werden. Das heißt, es geht dann sehr schnell. Okay, danke. Das klingt ja erstmal alles recht easy. Dann haben wir fast alles zusammen und ich würde sagen, jetzt schaue ich nochmal nach dem Stand beim Aufbauteam. Vom Aufbauteam habe ich die Info erhalten, dass die PEA soweit fertiggestellt wurde. Sie befindet sich jetzt für den finalen Test beim Plattformteam und da können wir jetzt mal gemeinsam vorbeischauen. Kommt mit! Wie ich sehe, scheint schon alles bereit zu stehen. Aber wie testen wir jetzt die PEA und wie nehmen wir sie dann in Betrieb? Denn ich glaube, wir sind langsam bereit für unseren ersten Drink. Dabei können wir dir gerne helfen. Auf unserer Semodia-Plattform haben wir verschiedene Tools, um das MTP und die PEA-Applikation zu prüfen. Schau mal, hier ist unsere Semodia-Plattform. Ich habe die MTP-Datei schon mal hochgeladen und wir können sie uns jetzt vom MTP-Validator prüfen lassen. Also schauen wir mal, ob sie wirklich dem Standard entspricht und von anderen MTP-Systemen gelesen werden kann. Also wenn es Probleme gäbe, würden die hier angezeigt werden und man könnte sie beheben. Aber wie du siehst, ist in unserem Fall alles in Ordnung. Ja, nice. Das klingt ja schon mal gut. Aber was ist jetzt in diesem MTP alles drin? Kann ich mir das irgendwie visuell darstellen lassen? Mit dem MTP-Viewer, also einem weiteren Tool, können wir uns die Details des MTPs mal genauer anschauen. Du siehst hier zum Beispiel, welche Dienste die Dosier-PEA bereitstellt. Also in unserem Fall ist das der Misch-Aperol-Dienst. Man kann sich auch das Fließbild anzeigen lassen, was ziemlich praktisch ist, weil man so schon einen guten ersten Eindruck bekommt, wie die PEA später im Leitsystem dargestellt wird. Damit wäre das Engineering zum MTP abgeschlossen und wir können die PEA in Betrieb nehmen. Und wie funktioniert das? Das kann ich dir zeigen. Das ist unsere MTPOL, eine Art Mini-Leitsystem zum Testen unserer PEA. Das passende MTP habe ich bereits importiert und mit der PEA habe ich mich auch schon verbunden. Das war ziemlich einfach, da man nämlich nur das fertige MTP und die IP-Adresse der PEA braucht. Unsere POL ist damit nun bereit, Befehle an die Dosierapplikation zu senden oder sich auch den aktuellen Zustand anzeigen zu lassen. Soll ich den Dienst für dich mal starten, damit du deinen ersten MTP-Aperol bekommst? Ja, mach an.
Schau mal bei der Anlage vorbei. Ich glaube, dein Aperol-Getränk sollte nun fertig sein. Danke dir, Jan. Oh, wie ich sehe, ist mein Aperol schon fertig gemixt. Boah, das ging jetzt echt ganz schön schnell, oder? Hättest du gedacht, dass wir das so schnell auf die Beine stellen können? Ja klar, mit guten Tools, einem motivierten Team, was braucht man mehr? Stimmt, der Rest läuft dann eigentlich wie von selbst. Eigentlich könnte das jeder schaffen, oder? Ja, na klar. Und wenn ihr jetzt auch euer erstes modulares Projekt mit uns umsetzen wollt, dann schaut gerne auf unserer Homepage vorbei. Schreibt uns bei LinkedIn oder per Mail unter info@semodia.com. Wir freuen uns auf eure Anfragen. Aber jetzt heißt es erstmal Tschüss von uns und bis ganz bald. Tschüss!